Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du heute hier bist. Diese Zeit gehört dir und deinem Deutsch. Du musst heute keine Prüfung bestehen. Du musst auch nichts schnell verstehen. Du darfst einfach zuhören und ruhig bleiben. Vielleicht sprichst du einige Wörter leise mit. Vielleicht hörst du nur ganz entspannt zu. Beides ist gut und vollkommen in Ordnung. Heute hören wir eine besondere Geschichte. Sie erzählt vom Leben Jesu Christi. Sie erzählt von Liebe und großer Güte. Sie erzählt von Hoffnung und tiefem Frieden. Wir benutzen einfache deutsche Wörter. Die Sprache bleibt auf A1 und A2. Jeder Satz bleibt klar und angenehm kurz. Lange Gedanken werden in kleine Sätze geteilt. So kann dein Ohr alles besser aufnehmen. Du brauchst keine lange Wortliste. Du brauchst keinen Druck und keine Angst. Lass die Sprache einfach zu dir kommen. Manche Wörter hörst du mehrmals. Diese Wiederholung ist ruhig und hilfreich. Wiederholung macht neue Wörter vertraut. Vertraute Wörter geben dir mehr Sicherheit. Vielleicht bist du heute etwas müde. Das ist überhaupt kein Problem. Dein Gehirn hört trotzdem weiter. Es sammelt Klänge und einfache Bedeutungen. Vielleicht schließt du kurz deine Augen. Vielleicht atmest du langsam und tief. Mach es dir jetzt ganz bequem. Lege alle Sorgen für einen Moment ab. Wir beginnen mit Ruhe und Respekt. Unsere Geschichte möchte niemanden verletzen. Sie sucht keinen Streit und keine Trennung. Sie spricht freundlich über Jesus Christus. Christen sehen in ihm Gottes große Liebe. Viele Menschen bewundern seine Worte. Viele Menschen achten sein gutes Beispiel. Wir betrachten sein Leben mit Dankbarkeit. Wir hören auf seine Botschaft der Liebe. Nun beginnt unser ruhiger, gemeinsamer Weg. 1. Jesus, Licht und Hoffnung. Jesus Christus steht im Mittelpunkt dieser Geschichte. Sein Leben schenkt vielen Menschen Orientierung. Seine Worte sprechen von Liebe und Frieden. Seine Taten zeigen Nähe und Barmherzigkeit. Jesus sah jeden Menschen mit Würde. Er achtete Kleine und Große gleichermaßen. Er gab den Traurigen neue Hoffnung. Er stärkte Menschen mit müden Herzen. Darum nennen viele ihn das Licht. Dieses Licht steht für Güte und Wahrheit. Das Licht. Licht macht einen dunklen Weg sichtbar. Jesus brachte Licht in schwere Stunden. Ein gutes Wort kann Licht schenken. Sein Licht wirkt freundlich und klar. Die Hoffnung erwartet etwas Gutes in Zukunft. Jesus gab vielen Menschen neue Hoffnung.
Hoffnung hilft bei Sorgen und Trauer. Seine Hoffnung macht Herzen wieder stark. Die Liebe. Liebe bedeutet Nähe, Güte und treue Sorge. Jesus zeigte Liebe durch Worte und Taten. Liebe sieht den Wert jedes Menschen. Seine Liebe bleibt groß und offen. Der Frieden. Frieden bedeutet Ruhe ohne Hass und Gewalt. Jesus lehrte Wege des echten Friedens. Frieden beginnt oft im eigenen Herzen. Sein Frieden verbindet, statt zu trennen. Die Wahrheit. Wahrheit ist ehrlich, klar und ohne Täuschung. Jesus sprach mutig und zugleich freundlich. Wahrheit braucht Liebe und guten Respekt. Seine Wahrheit führt zu innerer Freiheit. Wir hören noch einmal auf dieses wichtige Wort. Es klingt einfach, aber sein Sinn ist tief. 2. Maria hört eine besondere Nachricht. Die Geschichte beginnt bei einer jungen Frau. Ihr Name ist Maria. Maria lebte in der Stadt Nazareth. Sie führte ein einfaches und ruhiges Leben. Eines Tages erhielt sie eine besondere Nachricht. Ein Engel sprach ihr Mut zu. Maria sollte die Mutter Jesu werden. Diese Nachricht war groß und überraschend. Maria antwortete mit Vertrauen und Demut. Ihr Herz blieb offen für Gottes Weg. Maria. Maria war die Mutter von Jesus. Sie hörte die Nachricht mit offenem Herzen. Maria zeigte Vertrauen in einer neuen Lage. Ihre ruhige Stärke verdient große Achtung. Der Engel. Ein Engel bringt eine himmlische Nachricht. Der Engel sprach freundlich zu Maria. Seine Worte nahmen Angst und Sorge. Die Nachricht kündigte große Freude an. Die Nachricht. Eine Nachricht bringt neue, wichtige Informationen. Maria erhielt eine ganz besondere Nachricht. Manche Nachrichten verändern einen ganzen Lebensweg. Diese Nachricht brachte Hoffnung für viele. Das Vertrauen. Vertrauen bedeutet Glauben ohne völlige Sicherheit. Maria vertraute trotz vieler offener Fragen. Vertrauen wächst durch Ruhe und gute Erfahrung. Ihr Vertrauen war still und sehr stark. Die Demut. Demut bedeutet Stärke ohne stolzen Hochmut. Maria blieb demütig und zugleich mutig. Demut achtet Gott und andere Menschen. Ihre Demut macht ihre Größe besonders schön. Wir hören noch einmal auf dieses wichtige Wort. Es klingt einfach, aber sein Sinn ist tief. 3. Josef schützt seine Familie. Josef gehörte ebenfalls zu dieser Geschichte. Er war mit Maria verbunden. Josef war ein gerechter und guter Mann.
Auch für ihn war alles überraschend. Er brauchte Mut und klare Orientierung. Dann entschied er sich für Treue. Er blieb bei Maria und schützte sie. Später sorgte er auch für Jesus. Seine Liebe zeigte sich im Alltag. Josef diente leise und ohne großes Lob. Josef sorgte treu für seine Familie. Er blieb auch in schwierigen Zeiten. Gute Sorge zeigt sich durch tägliche Taten. Seine Treue war ruhig und verlässlich. Die Familie. Eine Familie trägt Liebe und Verantwortung. Jesus wuchs in einer fürsorglichen Familie. Familien brauchen Zeit, Schutz und Geduld. Diese Familie lebte mit großem Vertrauen. Der Schutz. Schutz bewahrt Menschen vor Gefahr und Not. Josef gab Maria und Jesus Schutz. Auch freundliche Nähe kann Schutz bedeuten. Sein Schutz war praktisch und liebevoll. Die Treue. Treue bleibt auch bei Schwierigkeiten bestehen. Josef zeigte Treue durch seine Entscheidung. Treue braucht Mut und ein festes Herz. Seine Treue machte den gemeinsamen Weg möglich. Die Verantwortung. Verantwortung bedeutet sorgfältig für andere handeln. Josef übernahm Verantwortung für seine Familie. Verantwortung zeigt Liebe im wirklichen Alltag. Sein Beispiel wirkt still und würdevoll. Wir hören noch einmal auf dieses wichtige Wort. Es klingt einfach, aber sein Sinn ist tief. 4. Die Reise nach Bethlehem. Maria und Josef mussten nach Bethlehem reisen. Der Weg war lang und anstrengend. Maria erwartete bald ihr Kind. Josef begleitete sie mit großer Sorge. Sie kamen schließlich in Bethlehem an. Viele Menschen waren bereits dort. Für die Familie gab es keinen Raum. Sie fanden einen sehr einfachen Ort. Dort sollte Jesus bald geboren werden. Große Hoffnung begann in großer Einfachheit. Die Reise. Eine Reise führt an einen anderen Ort. Maria und Josef reisten nach Bethlehem. Diese Reise war lang und nicht bequem. Ihr gemeinsamer Weg zeigte große Ausdauer. Der Weg. Ein Weg verbindet zwei verschiedene Orte. Der Weg nach Bethlehem war beschwerlich. Jeder Lebensweg hat leichte und schwere Teile. Ihr Weg führte zu einem heiligen Anfang. Bethlehem. Bethlehem war die Stadt der Geburt Jesu. Die Stadt war damals voller Menschen. Ein kleiner Ort bekam große Bedeutung. Bethlehem erinnert an Hoffnung und Frieden. Die Einfachheit. Einfachheit braucht keinen Glanz und Luxus.
Jesus kam in sehr einfacher Umgebung. Wahre Größe kann ganz leise beginnen. Seine Einfachheit macht ihn vielen Menschen nah. Die Ausdauer. Ausdauer bleibt trotz Müdigkeit weiter aktiv. Maria und Josef gaben nicht auf. Ausdauer hilft auf langen und schweren Wegen. Ihre Ausdauer führte sie sicher ans Ziel. Wir hören noch einmal auf dieses wichtige Wort. Es klingt einfach, aber sein Sinn ist tief. 5. Jesus wird geboren. In Bethlehem kam Jesus zur Welt. Maria wickelte ihn in einfache Tücher. Sie legte ihn in eine Krippe. Die Umgebung war arm und schlicht. Doch dieser Moment war voller Würde. Ein kleines Kind brachte große Hoffnung. Seine Geburt sprach von Gottes Nähe. Gottes Liebe erschien sanft und friedlich. Jesus kam nicht mit Macht und Reichtum. Er kam als schutzbedürftiges kleines Kind. Die Geburt. Eine Geburt bringt neues Leben zur Welt. Die Geburt Jesu geschah in Bethlehem. Neues Leben weckt Freude und Hoffnung. Seine Geburt wird dankbar und festlich erinnert. Das Kind. Ein Kind braucht Liebe, Nähe und Schutz. Jesus kam als kleines Kind. Seine Schwäche zeigte besondere menschliche Nähe. Dieses Kind wurde zum Zeichen der Hoffnung. Die Krippe. Eine Krippe war ein einfacher Futterplatz. Maria legte Jesus in eine Krippe. Der einfache Ort bekam große Würde. Die Krippe erinnert an seine tiefe Demut. Die Nähe. Nähe bedeutet Gemeinschaft und liebevolle Gegenwart. Jesus brachte Gottes Nähe zum Menschen. Nähe tröstet besonders in einsamen Zeiten. Seine Nähe schenkt vielen Herzen Ruhe. Die Freude. Freude macht das Herz leicht und offen. Die Geburt Jesu brachte große Freude. Freude wächst durch Liebe und Dankbarkeit. Diese Freude wird bis heute gefeiert. Wir hören noch einmal auf dieses wichtige Wort. Es klingt einfach, aber sein Sinn ist tief. 6. Die Hirten hören von Jesus. In der Nähe waren Hirten auf Feldern. Sie wachten in der dunklen Nacht. Plötzlich erschien ihnen ein helles Licht. Ein Engel brachte eine frohe Botschaft. Die Hirten sollten keine Angst haben. Sie hörten von der Geburt Jesu. Dann gingen sie schnell nach Bethlehem. Sie fanden Maria, Josef und das Kind. Ihre Herzen waren voller Staunen. Sie erzählten anderen von ihrer Freude. Die Hirten. Hirten achten aufmerksam auf ihre Schafe. Einfache Hirten hörten zuerst die Botschaft.
Jesus war von Anfang allen Menschen nah. Die Hirten antworteten mit Freude und Vertrauen. Die Nacht ist dunkel und oft still. In dieser Nacht erschien ein helles Licht. Auch dunkle Zeiten können Hoffnung tragen. Jesu Geburt machte diese Nacht besonders hell. Die Botschaft? Eine Botschaft trägt einen wichtigen Sinn. Der Engel brachte eine frohe Botschaft. Sie sprach von Freude für alle Menschen. Diese Botschaft verbindet Hoffnung und Frieden. Das Staunen. Staunen entsteht bei etwas Großem oder Schönem. Die Hirten staunten über das kleine Kind. Staunen öffnet Augen für besondere Geschenke. Ihr Staunen wurde zu ehrlichem Lob. Das Lob nennt das Gute mit dankbaren Worten. Die Hirten lobten Gott auf ihrem Rückweg. Lob kann Freude tief im Herzen stärken. Ihr Lob war frei und voller Frieden. Wir hören noch einmal auf dieses wichtige Wort. Es klingt einfach, aber sein Sinn ist tief. 7. Die Weisen folgen dem Stern. Später kamen weise Männer aus weiter Ferne. Sie hatten einen besonderen Stern gesehen. Dieser Stern führte sie auf ihrem Weg. Sie suchten das neugeborene Kind. Ihre Reise brauchte Geduld und Ausdauer. Schließlich fanden sie Jesus bei Maria. Sie verbeugten sich voller großer Achtung. Dann gaben sie wertvolle Geschenke. Ihre Suche endete in tiefer Freude. Sie kehrten auf einem anderen Weg heim. Der Stern? Ein Stern leuchtet hoch am Nachthimmel. Ein Stern führte die Weisen zu Jesus. Licht kann einen guten Weg zeigen. Dieser Stern wurde zum Zeichen der Hoffnung. Die Suche. Eine Suche beginnt mit einer wichtigen Frage. Die Weisen suchten Jesus mit Geduld. Ehrliche Suche braucht Zeit und Aufmerksamkeit. Ihre Suche führte zu großer Freude. Das Geschenk? Ein Geschenk zeigt Liebe, Dank oder Ehre. Die Weisen brachten Jesus wertvolle Geschenke. Auch Zeit und Hilfe sind schöne Geschenke. Ihre Gaben drückten tiefe Achtung aus. Die Ehre. Ehre bedeutet große Achtung und Wertschätzung. Die Weisen ehrten Jesus als besonderen König. Wahre Ehre braucht Demut und ehrliche Freude. Ihre Ehre war friedlich und voller Respekt. Die Anbetung. Anbetung richtet das Herz ganz auf Gott. Die Weisen verbeugten sich vor Jesus. Sie zeigten Ehrfurcht durch stille Anbetung. Ihre Anbetung war dankbar und aufrichtig. Wir hören noch einmal auf dieses wichtige Wort. Es klingt einfach, aber sein Sinn ist tief. 8.
Das Leben in Nazareth. Jesus wuchs später in Nazareth auf. Dort lebte er mit Maria und Josef. Sein Alltag war einfach und ruhig. Er lernte, arbeitete und half seiner Familie. Jesus kannte Freude und tägliche Mühe. Er kannte Nachbarn, Freunde und gewöhnliche Wege. Viele Jahre lebte er ohne öffentliches Auftreten. Diese Jahre zeigen Geduld und Wachstum. Große Aufgaben brauchen oft stille Vorbereitung. Jesus ehrte auch den einfachen Alltag. Nazareth. Nazareth war der Heimatort von Jesus. Dort verbrachte er viele stille Jahre. Ein kleiner Ort kann Großes vorbereiten. Nazareth erinnert an Geduld und Alltag. Die Arbeit. Arbeit schafft, hilft und trägt Verantwortung. Jesus kannte die Arbeit mit seinen Händen. Ehrliche Arbeit besitzt eine eigene Würde. Sein Alltag ehrte fleißige Menschen. Das Lernen. Lernen bringt Wissen und neue Fähigkeiten. Jesus wuchs an Weisheit und Erfahrung. Jeder Mensch darf Schritt für Schritt lernen. Sein Wachstum war ruhig und vollständig. Die Geduld. Geduld kann ruhig auf den richtigen Zeitpunkt warten. Jesus lebte viele Jahre in Stille. Geduld schützt vor Hast und falschem Druck. Seine Geduld zeigt große innere Stärke. Das Wachstum. Wachstum geschieht langsam und oft unbemerkt. Jesus wuchs körperlich und geistig heran. Gutes Wachstum braucht Zeit und liebevolle Nähe. Sein Wachstum bereitete seinen Dienst vor. Wir hören noch einmal auf dieses wichtige Wort. Es klingt einfach, aber sein Sinn ist tief. 9. Die Taufe im Jordan. Als Erwachsener ging Jesus zum Jordan. Dort predigte Johannes und taufte Menschen. Jesus bat Johannes um die Taufe. Johannes erkannte seine besondere Bedeutung. Jesus ging dennoch demütig ins Wasser. Nach der Taufe begann ein neuer Abschnitt. Diese Stunde bestätigte seinen großen Auftrag. Jesus begann nun seinen öffentlichen Dienst. Er ging zu Städten und Dörfern. Seine Botschaft rief zu neuem Leben. Die Taufe. Die Taufe ist ein sichtbares Glaubenszeichen. Jesus ließ sich im Jordan taufen. Dieser Schritt zeigte Demut und Gehorsam. Die Taufe eröffnete seinen öffentlichen Dienst. Der Jordan. Der Jordan ist ein Fluss im Heiligen Land. Jesus kam für seine Taufe dorthin. Wasser steht oft für Reinigung und Leben. Der Jordan wurde zum Ort des Anfangs. Johannes. Johannes bereitete Menschen auf Jesus vor. Er sprach klar über Umkehr
und Hoffnung. Johannes erkannte die Größe von Jesus. Sein Dienst führte andere zum neuen Anfang. Der Anfang. Ein Anfang öffnet einen neuen Lebensabschnitt. Nach der Taufe begann Jesu öffentlicher Weg. Jeder gute Anfang braucht Mut und Vertrauen. Dieser Anfang brachte Hoffnung zu vielen. Der Auftrag. Ein Auftrag gibt eine wichtige Aufgabe. Jesus kannte seinen Auftrag sehr klar. Er wollte dienen, heilen und Hoffnung bringen. Sein Auftrag war voller Liebe und Wahrheit. Wir hören noch einmal auf dieses wichtige Wort. Es klingt einfach, aber sein Sinn ist tief. 10. Jesus ruft seine Jünger. Jesus ging am See entlang. Dort sah er Fischer bei ihrer Arbeit. Er rief sie in seine Gemeinschaft. Sie sollten mit ihm lernen und dienen. Einige ließen ihre Netze sofort zurück. Andere kamen später zu ihm. So entstand eine Gruppe von Jüngern. Sie waren verschieden und nicht vollkommen. Jesus lehrte sie mit großer Geduld. Er machte sie zu Freunden und Boten. Die Jünger lernen bei einem Lehrer. Die Jünger lebten und gingen mit Jesus. Sie hörten seine Worte jeden Tag. Jesus formte sie mit Liebe und Geduld. Der Ruf. Ein Ruf lädt zu einem neuen Weg. Jesus rief Menschen in seine Nachfolge. Sein Ruf erreichte gewöhnliche, arbeitende Menschen. Dieser Ruf gab ihrem Leben neue Richtung. Die Freundschaft. Freundschaft lebt von Vertrauen und ehrlicher Nähe. Jesus nannte seine Jünger auch Freunde. Freunde teilen Freude und schwere Stunden. Seine Freundschaft war treu und großzügig. Die Gemeinschaft. Gemeinschaft verbindet Menschen durch ein gemeinsames Ziel. Die Jünger bildeten eine neue Gemeinschaft. Sie lernten miteinander zu teilen und helfen. Jesus war die Mitte ihrer Gemeinschaft. Die Nachfolge. Nachfolge bedeutet einem guten Vorbild folgen. Die Jünger folgten Jesus durch viele Orte. Nachfolge braucht Vertrauen und tägliche Entscheidungen. Sein Weg führte sie zur dienenden Liebe. Wir hören noch einmal auf dieses wichtige Wort. Es klingt einfach, aber sein Sinn ist tief. 11. Jesus lehrt auf dem Berg. Viele Menschen kamen, um Jesus zu hören. Einmal setzte er sich auf einen Berg. Seine Jünger und viele Menschen hörten zu. Jesus sprach über ein gutes Herz. Er pries Friedliche und Barmherzige glücklich. Er lobte Menschen mit ehrlicher Sehnsucht. Er lehrte Liebe sogar gegenüber Feinden. Er warnte vor leerem äußeren Schein. Gute Taten sollten aus Liebe entstehen. Seine Worte waren klar und tief.
Der Berg? Ein Berg ist hoch und weithin sichtbar. Jesus lehrte viele Menschen auf einem Berg. Von dort hörten sie seine klare Botschaft. Der Berg erinnert an Weisheit und Orientierung. Die Barmherzigkeit. Barmherzigkeit sieht Not und handelt liebevoll. Jesus nannte barmherzige Menschen glücklich. Barmherzigkeit vergibt und hilft ohne Härte. Seine Barmherzigkeit war grenzenlos und praktisch. Die Gerechtigkeit. Gerechtigkeit behandelt Menschen ehrlich und fair. Jesus liebte Gerechtigkeit und wahre Güte. Gerechtigkeit schützt Schwache und achtet jeden. Seine Gerechtigkeit blieb mit Liebe verbunden. Das gute Herz. Ein gutes Herz sucht Liebe und Wahrheit. Jesus achtete besonders auf das innere Herz. Äußerer Schein war für ihn nicht genug. Sein reines Herz zeigte vollkommene Güte. Das Gebet. Gebet ist ein ehrliches Gespräch mit Gott. Jesus lehrte ein einfaches und vertrauensvolles Gebet. Gebet braucht keine stolzen langen Worte. Sein Gebet führte zu Nähe und Frieden. Wir hören noch einmal auf dieses wichtige Wort. Es klingt einfach, aber sein Sinn ist tief. 12. Jesus sieht die Kranken. Viele kranke Menschen kamen zu Jesus. Einige konnten nicht gut sehen. Andere konnten nicht laufen oder hören. Manche litten schon sehr lange. Jesus sah nicht nur ihre Krankheit, er sah den ganzen Menschen. Er sprach freundlich und berührte viele. Seine Nähe gab Mut und neue Würde. Viele Menschen wurden durch ihn geheilt. Alle spürten seine tiefe Barmherzigkeit. Die Heilung. Heilung macht Körper oder Seele wieder gesund. Jesus brachte vielen Kranken neue Heilung. Er verband Heilung mit Würde und Nähe. Seine heilende Liebe weckte großes Staunen. Die Krankheit. Krankheit bringt Schmerzen, Schwäche und viele Sorgen. Jesus ging Kranken nicht aus dem Weg. Er hörte ihre Stimmen und sah ihre Not. Seine Nähe schenkte Trost und neue Hoffnung. Die Berührung. Eine Berührung kann Nähe und Trost zeigen. Jesus berührte Menschen mit großer Achtung. Er fürchtete ihre Schwäche und Krankheit nicht. Seine Berührung gab vielen neue Würde. Das Mitgefühl. Mitgefühl fühlt den Schmerz anderer Menschen. Jesus hatte tiefes Mitgefühl mit Leidenden. Mitgefühl bleibt nicht kalt oder fern. Sein Mitgefühl führte immer zu liebevollem Handeln. Die Würde. Würde gehört jedem Menschen ohne Ausnahme. Jesus gab Kranken ihre Würde zurück.
Er behandelte niemanden wie eine Last. Seine Achtung machte Menschen innerlich wieder aufrecht. Wir hören noch einmal auf dieses wichtige Wort. Es klingt einfach, aber sein Sinn ist tief. 3,10 Jesus sorgt für Hungrige. Einmal hörten viele Menschen Jesus lange zu. Der Tag ging langsam zu Ende. Die Menschen waren müde und hungrig. Die Jünger sahen nur wenig Essen. Ein Junge hatte Brot und Fische. Jesus nahm diese kleine Gabe dankbar an. Er dankte Gott und teilte das Essen. Alle Menschen bekamen genug. Sogar viele Reste blieben übrig. Seine Fürsorge verband Wort und tägliches Brot. Das Brot ist ein einfaches, wichtiges Nahrungsmittel. Jesus teilte Brot mit vielen Menschen. Brot erinnert an Versorgung und Gemeinschaft. In seinen Händen wurde weniges zum Segen. Der Hunger. Hunger zeigt den starken Bedarf nach Nahrung. Jesus nahm den Hunger der Menschen ernst. Glaube und Alltag gehörten für ihn zusammen. Seine Sorge war geistlich und ganz praktisch. Das Teilen. Teilen gibt einen Teil an andere Menschen. Jesus nahm wenig Brot und teilte es. Teilen kann aus Mangel neue Gemeinschaft schaffen. Sein Teilen zeigte großzügige und dankbare Liebe. Der Dank erkennt ein Geschenk und antwortet freundlich. Jesus dankte vor dem gemeinsamen Essen. Dankbarkeit sieht auch kleine Gaben bewusst. Sein Dank öffnete Herzen für großen Segen. Die Fülle. Fülle bedeutet mehr als nur genug. Nach dem Essen blieben viele Reste. Jesu Güte schenkte Versorgung in großer Fülle. Diese Fülle zeigt seine großzügige Fürsorge. Wir hören noch einmal auf dieses wichtige Wort. Es klingt einfach, aber sein Sinn ist tief. 14. Jesus stillt den Sturm. Jesus fuhr mit Jüngern über einen See. Während der Fahrt schlief er im Boot. Plötzlich kam ein sehr starker Sturm. Hohe Wellen schlugen in das Boot. Die Jünger bekamen große Angst. Sie weckten Jesus und baten um Hilfe. Jesus stand auf und sprach zum Sturm. Wind und Wellen wurden ganz ruhig. Die Jünger staunten über seine Macht. Jesus lehrte sie neues Vertrauen. Der Sturm. Ein Sturm bringt starken Wind und hohe Wellen. Ein Sturm bedrohte das Boot der Jünger. Stürme können auch innere Sorgen bedeuten. Jesus brachte Ruhe in ihre große Angst. Das Boot. Ein Boot trägt Menschen über das Wasser. Jesus und die Jünger saßen im Boot. Das kleine Boot geriet in Gefahr.
Seine Gegenwart machte es zum sicheren Ort. Die Angst. Angst warnt vor Gefahr und möglichem Schmerz. Die Jünger hatten im Sturm große Angst. Jesus nahm ihre Angst ernst und half. Seine Ruhe war stärker als ihre Furcht. Die Ruhe. Ruhe ist still, friedlich und ohne Unordnung. Nach Jesu Wort wurde der See ruhig. Ruhe kann auch im Herzen entstehen. Seine Ruhe schenkt Vertrauen in schweren Zeiten. Die Macht. Macht bedeutet Kraft und wirksame Autorität. Jesus zeigte Macht über Wind und Wasser. Seine Macht diente Schutz und Frieden. Diese sanfte Macht weckte ehrliches Staunen. Wir hören noch einmal auf dieses wichtige Wort. Es klingt einfach, aber sein Sinn ist tief. 15. Jesus erzählt vom guten Hirten. Jesus erklärte Wahrheit oft durch Geschichten. Diese Geschichten nennt man Gleichnisse. Ein Gleichnis erzählt vom guten Hirten. Der Hirte besitzt viele Schafe. Eines seiner Schafe geht verloren. Der Hirte sucht dieses Schaf geduldig. Er gibt die Suche nicht auf. Schließlich findet er das verlorene Schaf. Dann trägt er es voller Freude heim. Jesus zeigt damit Gottes suchende Liebe. Das Gleichnis? Ein Gleichnis erklärt Wahrheit durch eine Geschichte. Jesus benutzte viele klare Gleichnisse. Einfache Bilder machten tiefe Gedanken verständlich. Seine Gleichnisse bleiben lebendig und einprägsam. Der Hirte. Ein Hirte führt und schützt seine Schafe. Jesus beschrieb sich als guten Hirten. Ein guter Hirte kennt jedes einzelne Tier. Seine Fürsorge ist aufmerksam und treu. Das Schaf. Ein Schaf braucht Führung und sicheren Schutz. Ein verlorenes Schaf wurde geduldig gesucht. Für den Hirten war dieses Schaf wichtig. Jesus zeigt den Wert jedes Menschen. Die Suche. Eine liebevolle Suche gibt niemanden schnell auf. Der Hirte suchte bis zum Finden. Jesus sucht Menschen nicht mit kalter Härte. Seine Suche ist geduldig und voller Liebe. Die Heimkehr. Heimkehr bedeutet zurück an einen sicheren Ort. Das gefundene Schaf kam wieder nach Hause. Heimkehr bringt Frieden, Nähe und große Freude. Jesus öffnet Wege zurück zur Gemeinschaft. Wir hören noch einmal auf dieses wichtige Wort. Es klingt einfach, aber sein Sinn ist tief. 16. Jesus erzählt vom barmherzigen Nächsten. Ein weiteres Gleichnis spricht über echte Hilfe. Ein Mann lag verletzt am Weg. Mehrere Menschen gingen einfach vorbei. Dann kam ein Mann aus Samarien.
Er sah den Verletzten und blieb stehen. Er pflegte seine Wunden sehr vorsichtig. Dann brachte er ihn an einen sicheren Ort. Er bezahlte sogar für weitere Hilfe. Jesus zeigte damit echte Nächstenliebe. Der Nächste ist jeder Mensch in Not. Der Nächste ist ein Mensch in unserer Nähe. Jesus erweiterte diese Nähe auf jeden Menschen. Hilfe fragt nicht zuerst nach Herkunft. Seine Lehre verbindet alle durch Barmherzigkeit. Die Hilfe unterstützt Menschen in einer schweren Lage. Der Samariter half dem verletzten Mann. Echte Hilfe braucht oft Zeit und Mühe. Jesus lobte diese praktische und mutige Liebe. Die Wunde. Eine Wunde braucht Schutz, Pflege und Geduld. Der Samariter versorgte die offenen Wunden. Auch seelische Wunden brauchen liebevolle Aufmerksamkeit. Jesu Lehre fördert heilende Nähe. Der Fremde. Ein Fremder ist uns noch nicht bekannt. Der Helfer galt für viele als Fremder. Jesus machte den Fremden zum guten Beispiel. Seine Liebe überwindet Grenzen und Vorurteile. Die Nächstenliebe. Nächstenliebe sieht Not und hilft praktisch. Jesus stellte Nächstenliebe in den Mittelpunkt. Sie bleibt nicht nur ein schönes Gefühl. Seine Nächstenliebe wird durch Taten sichtbar. Wir hören noch einmal auf dieses wichtige Wort. Es klingt einfach, aber sein Sinn ist tief. 17. Jesus nimmt Kinder ernst. Einmal brachten Menschen Kinder zu Jesus. Die Jünger wollten sie zuerst wegschicken. Jesus wollte das jedoch nicht. Er rief die Kinder freundlich zu sich. Dann nahm er sie in seine Arme. Er segnete sie mit großer Zärtlichkeit. Jesus zeigte ihren besonderen Wert. Kinder waren für ihn nicht unwichtig. Ihre Offenheit wurde sogar zum Vorbild. Seine Nähe gab ihnen Schutz und Freude. Die Kinder brauchen Liebe, Sicherheit und gute Begleitung. Jesus nahm Kinder freundlich bei sich auf. Er sah ihren Wert und ihre Offenheit. Seine Nähe ehrte jedes kleine Leben. Der Segen. Ein Segen bittet um Gottes gute Begleitung. Jesus segnete die Kinder mit Liebe. Segen spricht Hoffnung über ein Leben. Sein Segen war warm und persönlich. Die Offenheit. Offenheit hört ohne falschen Stolz zu. Jesus lobte die Offenheit kleiner Kinder. Offene Herzen können Vertrauen leichter lernen. Ihre Offenheit wurde zum Bild des Glaubens. Die Zärtlichkeit. Zärtlichkeit zeigt sanfte und behutsame Liebe. Jesus nahm Kinder liebevoll in seine Arme.
Zärtlichkeit schützt ohne Druck und Härte. Seine Zärtlichkeit zeigt große innere Stärke. Der Wert. Wert bedeutet Bedeutung und echte Würde. Jedes Kind hatte für Jesus großen Wert. Wert hängt nicht von Leistung ab. Seine Liebe gibt jedem Menschen Bedeutung. Wir hören noch einmal auf dieses wichtige Wort. Es klingt einfach, aber sein Sinn ist tief. 18. Jesus lehrt Vergebung. Jesus sprach oft über Schuld und Vergebung. Er kannte die Fehler der Menschen. Trotzdem gab er niemanden schnell auf. Er rief Menschen zu einem neuen Anfang. Vergebung bedeutete keine Gleichgültigkeit. Wahrheit und Liebe blieben zusammen. Jesus vergab und schenkte neue Würde. Er lehrte auch gegenseitige Vergebung. Vergebung kann schwere Ketten lösen. Seine Gnade öffnet Wege zum Frieden. Die Vergebung. Vergebung löst Schuld ohne Rache und Hass. Jesus schenkte vielen Menschen neue Vergebung. Vergebung öffnet einen Weg zum Neubeginn. Seine Vergebung war ehrlich und voller Gnade. Die Schuld. Schuld entsteht durch falsche und verletzende Taten. Jesus nahm Schuld sehr ernst. Er verband Wahrheit mit einem neuen Anfang. Seine Liebe war größer als menschliches Versagen. Die Gnade. Gnade schenkt Güte ohne verdiente Leistung. Jesus begegnete Menschen mit großer Gnade. Gnade richtet auf und verändert das Herz. Seine Gnade schenkt Hoffnung statt Verzweiflung. Der Neubeginn. Ein Neubeginn öffnet einen frischen neuen Weg. Jesus gab gefallenen Menschen neue Chancen. Jeder Neubeginn braucht Ehrlichkeit und Vertrauen. Sein Neubeginn führt zu Freiheit und Frieden. Die Versöhnung. Versöhnung bringt getrennte Menschen wieder zusammen. Jesus lehrte Frieden und gegenseitige Vergebung. Versöhnung braucht Wahrheit, Mut und Geduld. Sein Weg führt aus Hass zur Gemeinschaft. Wir hören noch einmal auf dieses wichtige Wort. Es klingt einfach, aber sein Sinn ist tief. 19. Jesus zieht nach Jerusalem. Am Ende seines Weges ging Jesus nach Jerusalem. Er ritt auf einem einfachen Esel. Viele Menschen begrüßten ihn voller Freude. Sie legten Zweige auf den Weg. Sie lobten Jesus mit lauten Stimmen. Jesus blieb trotzdem ruhig und demütig. Er kam nicht wie ein gewaltsamer Herrscher. Sein Königtum zeigte Frieden und Dienst. In Jerusalem sprach er weiterhin Wahrheit. Er wusste um die kommenden schweren Tage. Jerusalem war eine wichtige, heilige Stadt. Jesus ging am Ende seines Weges dorthin.
die Stadt erlebte Freude und später Trauer. Jerusalem wurde zum Ort großer Entscheidung. Der Esel. Ein Esel ist ein einfaches Arbeitstier. Jesus ritt friedlich auf einem Esel. Er zeigte damit Demut statt militärischer Macht. Sein Einzug war sanft und würdevoll. Der König. Ein König trägt Verantwortung für sein Volk. Viele Menschen nannten Jesus ihren König. Jesus zeigte Königtum durch Dienst und Liebe. Seine Größe brauchte keinen stolzen Luxus. Der Mut. Mut handelt richtig trotz Gefahr und Angst. Jesus ging bewusst nach Jerusalem. Er wich seinem schweren Auftrag nicht aus. Sein Mut war ruhig, treu und selbstlos. Der Dienst. Dienst hilft anderen mit Zeit und Kraft. Jesus verstand Größe als liebevollen Dienst. Er suchte nicht persönlichen Vorteil. Sein Dienst machte seine Herrschaft besonders groß. Wir hören noch einmal auf dieses wichtige Wort. Es klingt einfach, aber sein Sinn ist tief. 20. Das letzte gemeinsame Mahl. Jesus aß mit seinen Jüngern ein letztes Mahl. Sie saßen gemeinsam an einem Tisch. Jesus wusste um die kommende Trennung. Trotzdem sprach er voller Liebe. Er nahm Brot und dankte Gott. Dann teilte er es mit allen. Auch einen Kelch gab er weiter. Er bat um bleibende Erinnerung. Jesus wusch sogar die Füße seiner Jünger. So zeigte er Größe durch demütigen Dienst. Der Tisch. Ein Tisch bringt Menschen zum Essen zusammen. Jesus saß mit seinen Jüngern am Tisch. Gemeinsames Essen stärkt Nähe und Erinnerung. Sein Tisch öffnete Raum für Liebe. Das Mahl. Ein Mahl ist gemeinsames Essen mit Bedeutung. Das letzte Mahl verband Jesus und Jünger. Es wurde zu einer bleibenden Erinnerung. Dieses Mahl spricht von Liebe und Gemeinschaft. Der Kelch. Ein Kelch ist ein besonderer Trinkbecher. Jesus gab den Kelch seinen Jüngern. Der Kelch erinnerte an seinen neuen Bund. Er wurde zum Zeichen treuer Hingabe. Die Fußwaschung. Fußwaschung war ein niedriger, dienender Dienst. Jesus wusch die Füße seiner Jünger. Damit stellte er Demut über Rang. Seine Fußwaschung zeigt wahre Größe im Dienen. Die Erinnerung. Erinnerung bewahrt wichtige Menschen und Ereignisse. Jesus bat um Erinnerung an seine Liebe. Gute Erinnerung stärkt Dankbarkeit und Treue. Seine Erinnerung lebt in vielen Gemeinschaften. Wir hören noch einmal auf dieses wichtige Wort. Es klingt einfach, aber sein Sinn ist tief.
21. Jesus betet im Garten. Nach dem Mahl ging Jesus in einen Garten. Dort wollte er in Ruhe beten. Sein Herz war tief betrübt. Er wusste um das kommende Leiden. Jesus sprach ehrlich über seine Angst. Trotzdem blieb er seinem Auftrag treu. Seine Jünger waren müde und schliefen. Jesus betete weiter in großer Einsamkeit. Dann kamen Menschen und nahmen ihn fest. Er reagierte ohne Hass und Rache. Der Garten? Ein Garten kann Ruhe und Stille schenken. Jesus betete nachts in einem Garten. Dieser Ort wurde Zeuge seiner schweren Stunde. Im Garten zeigte er ehrliche Menschlichkeit. Das Leiden. Leiden bringt Schmerz, Trauer und tiefe Belastung. Jesus ging seinem Leiden bewusst entgegen. Er versteckte seine innere Not nicht. Sein Leiden zeigt seine große Hingabe. Die Einsamkeit. Einsamkeit bedeutet fehlende Nähe und Unterstützung. Jesus betete in einer einsamen Stunde. Seine Freunde konnten nicht wach bleiben. Er blieb dennoch treu und voller Liebe. Die Treue. Treue bleibt auch unter großem Druck bestehen. Jesus blieb seinem Auftrag bis zum Ende treu. Treue zeigt sich besonders in schweren Stunden. Seine Treue verdient tiefe Dankbarkeit. Die Hingabe. Hingabe gibt sich ganz für ein gutes Ziel. Jesus zeigte vollkommene Hingabe an Gottes Willen. Seine Hingabe war mutig und selbstlos. Diese Hingabe offenbart seine besondere Größe. Wir hören noch einmal auf dieses wichtige Wort. Es klingt einfach, aber sein Sinn ist tief. 22. Das Kreuz und die größte Liebe. Jesus wurde ungerecht behandelt und verurteilt. Er musste ein schweres Kreuz tragen. Menschen verspotteten und verletzten ihn. Jesus antwortete nicht mit bitterem Hass. Er bat sogar um Vergebung. Am Kreuz dachte er an andere. Seine Liebe blieb bis zum Ende. Dann starb Jesus am Kreuz. Seine Freunde waren voller Trauer. Das Kreuz wurde zum Zeichen größter Hingabe. Das Kreuz. Das Kreuz war ein Ort großen Leidens. Jesus trug das Kreuz mit großer Treue. Christen sehen darin seine opfernde Liebe. Das Kreuz verbindet Schmerz mit tiefer Hoffnung. Das Opfer. Ein Opfer gibt etwas Wertvolles für andere. Jesus gab sein Leben aus Liebe. Sein Opfer war selbstlos und vollkommen treu. Viele Menschen finden darin Vergebung und Frieden. Die Liebe bis zuletzt. Wahre Liebe bleibt auch in schweren Stunden.
Jesu Liebe endete nicht am Kreuz. Er dachte sogar an seine Feinde. Diese Liebe zeigt seine unvergleichliche Größe. Die Vergebung am Kreuz. Vergebung am Kreuz überwand Hass und Rache. Jesus bat um Vergebung für andere. Seine Worte öffneten einen Weg zum Frieden. Diese Vergebung bleibt ein starkes Vorbild. Die Trauer? Trauer entsteht durch Verlust und tiefen Schmerz. Die Freunde Jesu waren voller Trauer. Trauer braucht Zeit, Nähe und ehrlichen Trost. Doch ihre Trauer sollte nicht bleiben. Wir hören noch einmal auf dieses wichtige Wort. Es klingt einfach, aber sein Sinn ist tief. 23. Der Morgen der Auferstehung. Nach Jesu Tod legte man ihn ins Grab. Ein großer Stein verschloss den Eingang. Am 3. Morgen kamen Frauen zum Grab. Es war früh und noch sehr still. Doch der Stein war bereits weggerollt. Das Grab war leer. Ein Engel verkündete die Auferstehung Jesu. Die Frauen waren erschrocken und froh. Später begegnete Jesus seinen Freunden. Ihre Trauer verwandelte sich in große Freude. Das Grab? Ein Grab ist ein Ort für Verstorbene. Jesus wurde nach seinem Tod dort hingelegt. Am 3. Morgen war das Grab leer. Das leere Grab wurde zum Hoffnungszeichen. Der Morgen? Der Morgen beginnt nach einer dunklen Nacht. Die Frauen kamen früh zum Grab. Dieser Morgen brachte eine neue Welt. Er wurde zum Morgen großer Freude. Die Auferstehung. Auferstehung bedeutet neues Leben nach dem Tod. Christen feiern die Auferstehung von Jesus. Sie verkündet den Sieg des Lebens. Diese Hoffnung trägt Menschen durch dunkle Zeiten. Die Begegnung. Eine Begegnung bringt Menschen persönlich zusammen. Der auferstandene Jesus begegnete seinen Freunden. Sie sahen, hörten und erkannten ihn. Diese Begegnungen stärkten ihren neuen Glauben. Das Leben. Leben bedeutet Atem, Bewegung und lebendige Beziehung. Jesus zeigte die Macht des neuen Lebens. Sein Leben war stärker als Tod. Darum wird er als lebendiger Herr gelobt. Wir hören noch einmal auf dieses wichtige Wort. Es klingt einfach, aber sein Sinn ist tief. 24. Jesus schenkt seinen Freunden Frieden. Nach der Auferstehung waren Jünger noch ängstlich. Sie versteckten sich hinter geschlossenen Türen. Dann kam Jesus in ihre Mitte. Sein erstes Wort brachte ihnen Frieden. Er zeigte ihnen seine Wunden. Die Jünger erkannten ihren geliebten Meister. Ihre Angst wich einer tiefen Freude.
Jesus gab ihnen einen neuen Auftrag. Sie sollten seine Botschaft weitertragen. Seine Gegenwart machte sie mutig. Die Gegenwart. Gegenwart bedeutet, eine Person ist wirklich da. Jesus kam in die Mitte seiner Freunde. Seine Gegenwart nahm Angst und Trauer. Sie schenkte ihnen Kraft für den Auftrag. Die Wunden. Wunden erinnern an Schmerz und erlebtes Leiden. Jesus zeigte den Jüngern seine Wunden. Die Wunden gehörten zu seiner Geschichte. Doch sie konnten sein neues Leben nicht besiegen. Der Trost. Trost stärkt Menschen in Schmerz und Trauer. Jesus tröstete seine erschrockenen Freunde. Seine Nähe machte ihre Herzen wieder ruhig. Dieser Trost verwandelte Angst in Hoffnung. Der Auftrag? Ein Auftrag gibt Richtung und Verantwortung. Jesus sandte seine Freunde in die Welt. Sie sollten Liebe und Hoffnung weitergeben. Sein Auftrag galt friedlichem und treuem Dienst. Die Freude. Freude wuchs nach der schweren Trauer. Die Jünger sahen Jesus wieder lebendig. Ihre Freude war tief und überraschend. Diese Freude wurde zur Kraft ihrer Botschaft. Wir hören noch einmal auf dieses wichtige Wort. Es klingt einfach, aber sein Sinn ist tief. 25. Die Botschaft geht in die Welt. Jesus blieb noch einige Zeit bei ihnen. Er erklärte ihnen viele wichtige Dinge. Dann kam der Moment des Abschieds. Jesus segnete seine Freunde. Er gab ihnen Hoffnung und klare Aufgaben. Danach kehrten sie mit Freude zurück. Sie begannen seine Botschaft weiterzugeben. Diese Botschaft erreichte viele Länder. Menschen gründeten Gemeinschaften im Namen Jesu. Seine Liebe wirkte durch neue Generationen. Die Welt umfasst Länder, Menschen und Kulturen. Jesu Botschaft ging in viele Teile der Welt. Sie wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt. Seine Liebe überwindet Grenzen und Entfernungen. Die Kirche. Kirche bedeutet Gemeinschaft der Glaubenden. Frühe Christen trafen sich im Namen Jesu. Sie beteten, teilten und halfen einander. Jesus blieb die Mitte ihrer Gemeinschaft. Die Verkündigung gibt eine wichtige Botschaft weiter. Die Jünger verkündeten Jesus mit großem Mut. Sie sprachen von Liebe und Auferstehung. Ihre Verkündigung erreichte immer neue Menschen. Eine Generation umfasst Menschen ähnlichen Alters. Viele Generationen hörten später von Jesus. Eltern erzählten Kindern seine gute Botschaft. Sein Name blieb durch Jahrhunderte lebendig. Die Ewigkeit.
Ewigkeit bedeutet Leben ohne endgültiges Ende. Jesus schenkt Christen Hoffnung auf Ewigkeit. Diese Hoffnung tröstet bei Abschied und Tod. Seine Größe reicht über unsere Zeit hinaus. Wir hören noch einmal auf dieses wichtige Wort. Es klingt einfach, aber sein Sinn ist tief. 26. Jesu Größe im täglichen Leben. Die Geschichte Jesu gehört nicht nur Vergangenheit. Seine Worte berühren den heutigen Alltag. Sie zeigen Wege zu Liebe und Frieden. Ein Mensch kann freundlich statt hart reagieren. Er kann teilen statt alles festhalten. Er kann vergeben statt lange hassen. Er kann Schwache sehen und unterstützen. Er kann ehrlich und zugleich sanft sprechen. So wird Jesu Beispiel im Alltag sichtbar. Kleine Taten können große Wirkung haben. Die Freundlichkeit. Freundlichkeit begegnet anderen warm und respektvoll. Jesus sprach freundlich mit übersehenen Menschen. Ein Lächeln kann einen schweren Tag erleichtern. Seine Freundlichkeit bleibt ein starkes Vorbild. Die Geduld. Geduld hört zu und wartet ohne Härte. Jesus war geduldig mit seinen Jüngern. Wir brauchen Geduld in Familie und Arbeit. Seine Geduld hilft uns neu zu beginnen. Die Ehrlichkeit. Ehrlichkeit spricht wahr ohne bewusste Täuschung. Jesus verband Ehrlichkeit mit Liebe. Ehrliche Worte brauchen Respekt und gutes Timing. Seine Ehrlichkeit heilte, statt unnötig zu verletzen. Die Großzügigkeit. Großzügigkeit gibt gern Zeit, Hilfe oder Besitz. Jesus teilte Brot, Kraft und Aufmerksamkeit. Großzügigkeit macht Gemeinschaft warm und lebendig. Seine Großzügigkeit kennt keine enge Grenze. Die Sanftmut. Sanftmut ist starke Ruhe ohne harte Gewalt. Jesus blieb sanft und zugleich klar. Sanftmut kann Konflikte friedlich verändern. Seine Sanftmut zeigt echte innere Größe. Wir hören noch einmal auf dieses wichtige Wort. Es klingt einfach, aber sein Sinn ist tief. 27. Jesus und die Kraft des Gebets. Jesus nahm sich immer wieder Zeit zum Gebet. Oft ging er dafür an stille Orte. Er betete am Morgen oder nachts. Im Gebet suchte er Gottes Nähe. Er dankte, bat und vertraute. Jesus betete auch für andere Menschen. Sein Gebet war ehrlich und einfach. Es brauchte keinen äußeren großen Schein. Gebet gab ihm Ruhe und Kraft. Sein Beispiel lädt zu stillem Vertrauen ein. Die Stille. Stille schafft Raum für Hören und Nachdenken. Jesus suchte oft einen stillen Ort. Dort
betete er ohne äußeren Lärm. Seine Stille war lebendig und vertrauensvoll. Das Vertrauen legt Sorgen in gute Hände. Jesus vertraute Gott in jeder Lage. Auch im Leiden blieb sein Vertrauen bestehen. Sein Vertrauen schenkt vielen Menschen Mut. Die Bitte. Eine Bitte nennt ehrlich einen vorhandenen Wunsch. Jesus brachte seine Bitten im Gebet. Er betete auch für Freunde und Feinde. Seine Bitten waren voller Liebe und Vertrauen. Der Dank. Dank erinnert an empfangene gute Gaben. Jesus dankte vor Brot und wichtigen Taten. Dankbarkeit öffnet Augen für kleine Wunder. Sein Dank war schlicht und tief. Das Hören. Hören bedeutet aufmerksam und offen bleiben. Jesus hörte auf Gottes Willen. Er hörte auch den Menschen geduldig zu. Sein Hören verband Himmel und Alltag. Wir hören noch einmal auf dieses wichtige Wort. Es klingt einfach, aber sein Sinn ist tief. 28. Jesus und die Würde jedes Menschen. Jesus sprach mit sehr verschiedenen Menschen. Er begegnete Armen und auch Reichen. Er hörte Frauen und Männer aufmerksam an. Er nahm Kinder und alte Menschen ernst. Er ging zu Kranken und Ausgeschlossenen. Niemand war für ihn bloß eine Nummer. Jeder Mensch hatte Gesicht und Geschichte. Jesus sah tiefer als äußere Urteile. Er gab Menschen neue Würde. Seine Achtung bleibt ein helles Beispiel. Die Achtung erkennt Wert und persönliche Würde. Jesus begegnete Menschen mit ehrlicher Achtung. Er hörte auch übersehenen Personen zu. Seine Achtung heilte verletzte Herzen. Die Gleichwertigkeit. Gleichwertigkeit gibt jedem Menschen denselben Grundwert. Jesus unterschied nicht nach äußerem Ansehen. Er sah Arme und Reiche als Menschen. Seine Liebe macht niemanden kleiner. Das Zuhören. Zuhören schenkt Zeit und echte Aufmerksamkeit. Jesus hörte Fragen und verborgene Schmerzen. Gutes Zuhören kann Menschen tief entlasten. Sein Zuhören war geduldig und respektvoll. Die Annahme. Annahme heißt einen Menschen willkommen heißen. Jesus nahm Menschen trotz ihrer Fehler an. Annahme bedeutet nicht falsche Taten gutheißen. Seine Annahme führte zu Veränderung und Hoffnung. Die Menschlichkeit. Menschlichkeit verbindet Mitgefühl, Würde und Hilfe. Jesus zeigte vollkommene, liebevolle Menschlichkeit. Er weinte, freute sich und fühlte Schmerz. Seine Menschlichkeit macht ihn den Menschen nah. Wir hören noch einmal auf dieses wichtige Wort.
Es klingt einfach, aber sein Sinn ist tief. 29. Warum Jesus groß genannt wird. Jesu Größe lag nicht in äußerem Reichtum. Sie lag auch nicht in Gewalt. Seine Größe zeigte sich im Dienen. Sie zeigte sich im Vergeben. Sie zeigte sich in mutiger Wahrheit. Sie zeigte sich in tiefer Barmherzigkeit. Jesus erniedrigte andere Menschen nicht. Er richtete Schwache liebevoll wieder auf. Er gab sein Leben aus Liebe. Darum wird seine Größe weltweit bewundert. Die wahre Größe. Wahre Größe braucht keinen lauten Stolz. Jesus zeigte Größe durch Liebe und Dienst. Er machte andere Menschen nicht klein. Seine Größe erhob besonders die Schwachen. Die Selbstlosigkeit. Selbstlosigkeit sucht nicht nur eigenen Vorteil. Jesus lebte für das Wohl anderer. Er gab Zeit, Kraft und schließlich Leben. Seine Selbstlosigkeit zeigt vollkommen reine Liebe. Die Klarheit. Klarheit macht Wahrheit gut und verständlich. Jesus sprach klar über Liebe und Gerechtigkeit. Seine Klarheit war mutig und zugleich sanft. Sie gab Menschen Richtung und Sicherheit. Die Beständigkeit. Beständigkeit bleibt über lange Zeit zuverlässig. Jesu Liebe blieb bis zum Ende. Seine Werte wechselten nicht nach persönlichem Vorteil. Diese Beständigkeit macht sein Beispiel glaubwürdig. Die Herrlichkeit. Herrlichkeit beschreibt große Schönheit und göttlichen Glanz. Christen sehen Jesu Herrlichkeit in seiner Liebe. Sie zeigt sich auch in seiner Auferstehung. Seine Herrlichkeit verbindet Macht mit Barmherzigkeit. Wir hören noch einmal auf dieses wichtige Wort. Es klingt einfach, aber sein Sinn ist tief. Schluss. Ruhe, Dank und Hoffnung. Nun kommen wir langsam zum Ende. Du hast viele einfache Wörter gehört. Du hast auch eine große Geschichte gehört. Sie begann in einem kleinen Ort. Sie führte durch Dörfer und Städte. Sie führte zu Kranken und Hungrigen. Sie führte zu Kindern und Traurigen. Sie führte auf einen Berg. Sie führte über einen stürmischen See. Sie führte an einen gemeinsamen Tisch. Sie führte in einen stillen Garten. Sie führte schließlich bis zum Kreuz. Doch die Geschichte endete dort nicht. Der Morgen der Auferstehung brachte neue Hoffnung. Darum nennen Christen Jesus den lebendigen Herrn. Sie loben seine Liebe und Treue. Sie danken für seine tiefe Barmherzigkeit. Sie bewundern seinen Mut und Dienst. Jesus zeigte Größe ohne stolze Härte. Er zeigte Macht durch heilende Liebe. Er zeigte Wahrheit ohne kalte Verachtung. Er zeigte Demut ohne innere Schwäche.
Sein Leben bleibt ein starkes Vorbild. Seine Worte laden zum Frieden ein. Seine Taten laden zur Hilfe ein. Seine Vergebung lädt zum Neubeginn ein. Seine Auferstehung lädt zur Hoffnung ein. Vielleicht möchtest du einige Wörter wiederholen. Liebe, Frieden, Hoffnung, Gnade, Vergebung, Barmherzigkeit, Wahrheit, Treue, Freude, Leben. Diese Wörter gehören eng zu Jesus. Du darfst sie langsam mitsprechen. Du darfst dabei ruhig atmen. Vielleicht bleibt heute ein Wort besonders. Vielleicht ist dieses Wort die Hoffnung. Vielleicht ist dieses Wort der Frieden. Vielleicht ist dieses Wort die Liebe. Nimm dieses Wort mit in deinen Alltag. Lass es deine nächsten Schritte begleiten. Ein freundliches Wort kann viel verändern. Eine kleine Hilfe kann Hoffnung geben. Eine Vergebung kann alte Lasten lösen. Ein ehrliches Gebet kann Ruhe schenken. So wird Lernen mit Leben verbunden. So wird Sprache warm und lebendig. Du musst heute nicht alles behalten. Ein kleiner Teil reicht vollkommen aus. Beim nächsten Hören erkennst du mehr. Wiederholung macht dein Deutsch sicherer. Ruhe macht dein Lernen leichter. Nun darfst du einen Moment still bleiben. Denke an Jesu freundliches Gesicht. Denke an seine offenen Hände. Denke an seine Worte des Friedens. Denke an seine Liebe bis zuletzt. Denke an den hellen Ostermorgen. Diese Bilder tragen eine sanfte Hoffnung. Danke, dass du heute zugehört hast. Danke für deine Zeit und Aufmerksamkeit. Möge Frieden dein Herz begleiten. Möge Hoffnung deinen Weg erhellen. Möge Liebe deine Worte führen. Und möge Jesu Beispiel dich stärken. Bis zum nächsten ruhigen gemeinsamen Lernen.